Hallo und herzlich willkommen zum Thema Produktionsplanung in Xentral. In diesem Video zeigen wir die verschiedenen Wege, wie man eine Produktion in Xentral anlegen kann, je nachdem zum Beispiel, ob man auftragsbezogen oder auf Lager fertigt. Starten wir gleich in die Software. In Xentral gibt es Möglichkeit, die Produktion manuell aus dem Verkaufsauftrag oder aus dem Bestellvorschlag anzulegen. Schauen wir uns die 3 Optionen an. Dafür navigieren wir zur Produktion. Das ist das eigentliche Modul. Ähm, genau, wir sind in der Produktionsübersicht. Hier sehen wir alle Produktionen, die bereits angelegt, gestartet, wie auch immer, waren. Wir haben auch, wie bei den Verkaufsaufträgen, haben wir auch hier einen Monitor mit verschiedenen Ampelchen, und daran können wir ganz gut erkennen, an welchem Step sozusagen unserer Produktion sich befindet, ob die bereits gestartet oder nur erstmal angelegt und freigegeben ist, ob wir die Komponenten am Lager haben und die Produktion starten können, ob die Komponenten ausgelagert sind oder noch nicht. Genau, das ist eine große Hilfe. Um die neue Produktion anzulegen, das wäre ja dann die manuelle Anlage, geht man über den Button Neu und sucht erstmal den Kunden aus. Es ist an der Stelle zu sagen, wir können mit der manuellen Anlage können wir für den Kunden produzieren, indem wir die Kundenadresse hier aussuchen, oder wir können auch aufs Lager produzieren. Dafür bietet sich an, die eigene Adresse als Kundenadresse in die Stammdaten anzulegen und hier die eigene Adresse auszuwählen. Genau, man kann das bestimmte Projekt festlegen, man kann das bevorzugte Lager festlegen, das heißt, die Produktion würde sich nur aus diesem Lager bedienen dürfen. Hier unten sind diverse Einstellungen, die man sich in Ruhe anschauen kann, ob man mit Funktionstests oder und Seriennummer et cetera arbeiten mag. Ähm, Man kann festlegen, wann die Produktion gestartet werden soll, also der planmäßige Start und wann das Ende geplant ist. Ich speichere mal das. Unter Positionen würde man das zu produzierende Produkt ähm, aussuchen und festlegen, und dann gleich sieht man die Struktur, also die Komponenten von der Stückliste. Man kann hier in der Positionstabelle noch bestimmte Änderungen vornehmen mit diesem Stift, was Anzahl angeht und so weiter. Zum Beispiel, wenn man die Engpässe hat und nicht gleich die komplette Menge produzieren kann, oder ob man irgendeine Komponente durch die andere ja, umsetzen möchte oder ersetzen möchte, dann wäre das an der Stelle möglich. Zu beachten ist, dass diese Änderung greift nur für diese bestimmte Produktion, und die Stammdaten oder die anderen Produktionen sind davon nicht betroffen. Die werden nicht geändert. Genau, in der Vorschau sieht man Produktionsauftrag, was alles an welchem Lagerplatz zu finden ist an Komponenten. Hier unten sollte man mit den Arbeitsanweisungen arbeiten, würde die Arbeitsanweisung hier unten auch auftauchen können, und man kann die Produktion freigeben. Wir sehen, dass hier alle meine Komponenten am Lager sind. Die Produktion ist an der Stelle erstmal nur freigegeben, und der nächste Schritt wäre, die Produktion zu starten. Das kann man machen, indem man hier übers Aktionsmenü geht, auf Produktion starten, oder wenn man mehrere Produktionen gleichzeitig starten mag, dann kann man über die Stapelverarbeitung arbeiten. Das heißt, hier vorne links kann man mehrere Produktionen auswählen und unten die Aktion durchführen. Genau. Habe ich gezeigt, wir haben Start und Ende der Produktion geplant.
Das heißt, zu der Produktionsplanung gehört auch die Zeitplanung und die würde man hier im Reiter Zeitplanung in dem Kalender auch sehen können, welche Produktion für welchen Artikel wann geplant ist. Gegebenenfalls auch der Kunde steht dabei. Genau, man kann die Mini-Details, auch aufklappen und anschauen, was alles bereits mit der Produktion passiert ist. An der Stelle ist die erstmal nur angelegt und freigegeben. Hm, hier sieht man die Komponenten in der, Artikeltabelle. Man sieht auch die Arbeitsschritte, falls man diese geplant und gepflegt hat. Genau, um nicht die ganze Produktion dann, zu öffnen, kann man einfach über das Aufklappen gehen und sich anschauen. Eine hilfreiche Funktion ist auch, Arbeiten mit den Labels, falls wir irgendwie die Produktion bevorzugen möchten oder irgendwie eine bestimmte Information den, Produktionsmitarbeitern geben möchten, dann kann man hier damit arbeiten und in der Produktionsübersicht würde man das hier vorne auch sehen können. Ganz bequem. Das war die Option mit der manuellen Anlage von den Produktionsaufträgen. Dann gibt es eine Möglichkeit, auftragsbezogen, also sprich, für den Kunden oder aus dem Auftrag produzieren zu können. Ich habe schon den Auftrag vorbereitet. Wir sehen, der Artikel ist nicht am Lager. Die Ampel ist rot und, ich weiß ganz genau, dass es ein Armroboter, also mein Produktionsartikel, eine Stückliste, das ist wichtig, damit die Option auch greift, muss das ein Produktionsartikel und Stückliste sein, damit wir den Auftrag zur Produktion weiterführen können. Man macht das übers Aktionsmenü, als Produktion weiterführen. Oder das ist auch möglich, dass man, wie gesagt, mehrere Aufträge auch als Produktion weiterführt. Hier links würde man dann die Produktion markieren und ebenso über die Stapelverarbeitung als Produktion weiterführen können. Sobald man das macht, können wir gleich mal testen, die Produktion anlegen aus dem Auftrag. Man bestätigt die Abfrage und dann sind wir gleich in der Produktion. Die Daten aus dem Verkaufsauftrag werden dann automatisch übernommen, genau, und, da muss man an sich nichts mehr pflegen, außer dass man irgendwelche Änderungen vornehmen mag. Und man würde ganz normal die Produktion weiter bearbeiten, indem man startet und so weiter. Ähm, auftragsbezogene Produktion, muss man einen Punkt erwähnen, wenn in dem Verkaufsauftrag mehrere Positionen enthalten sind und alle diese Positionen, die, Stücklisten und Produktionsartikeln sind, dann würde man, beim Weiterführen von dem Verkaufsauftrag zur Produktion würde man für jede Position einen separaten Produktionsauftrag bekommen. Also nicht ein Auftrag über viele Positionen, so wie das in dem Verkaufsauftrag ist, sondern für jede zu produzierende Position wird ein separater, Produktionsauftrag angelegt. Und die dritte Möglichkeit, die Produktionsaufträge anzulegen, ist über, Bestellvorschlag zu arbeiten, indem wir, hier filtern, also nur durch den Bestellvorschlag hinzugefügte Artikel, uns anzeigen lassen und nur Produktionsartikel. Ich habe mir das, Datum, also Zeitperiode festgelegt und da sehen wir hier unten schon, den Vorschlag. Das heißt, ich bräuchte, in den Aufträgen sind 3 Stück von Robotern enthalten. Ich habe nichts im Lager, null. Das heißt, rein theoretisch ist mein Bedarf 3 und da kann ich mich entscheiden, entweder kann ich, ein paar oder alle davon bei dem Lieferanten bestellen lassen oder hier unten besteht die Möglichkeit
hier die Produktion zu erzeugen. Das heißt, ich lege fest, zum Beispiel ein Roboter möchte ich in die Produktion weiterführen. Genau, eine Position wird erzeugt und Produktion wird dann angelegt. Die Daten werden, wie gesagt, aus den Verkaufsaufträgen dann übernommen. Es sei denn, man möchte was, hinzufügen, dann nimmt man die Änderungen direkt in dem Produktionsauftrag vor. Das waren schon die wichtigsten Punkte zum Thema Produktionsplanung. Vielen Dank fürs Anschauen.